Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder natürlich live aus dem Studio. Ihr merkt, alles wieder beim Alten, alles wieder hübsch, wie es vorher war. Themen habe ich heute auch wieder einige. Wer den Vorspann gesehen hat, wird sich vielleicht etwas langweilen, aber nochmal für die anderen, die es nicht gemacht haben. Die beste Airline oder beliebteste Airline 2023, und zwar jetzt nicht von Skytrax, sondern von den Kollegen Aerotelegraph. Die haben das Ganze analysiert. Dann geht es weiter, und zwar mit einem Deal von Prag über Frankfurt oder Zürich nach Delhi, 1.499 €. Wir haben Qatar Airways mit dem A380er. Er bleibt doch länger, als sie eigentlich immer wieder gesabbelt haben. Es bleibt lustig. Virgin Atlantic, die neue Frittenbude, zumindest wenn es dem Geruch nachgeht, können wir gleich nochmal besprechen. Accor hat eine Vierfachpunkte-Aktion, auch Hotels im Dachraum dabei, gehen wir auch gleich durch. Hyatt hat ein Punktesale, und bei dem Punktesale könnt ihr Punkte kaufen, um dann günstiger in Lindner Hotels zu übernachten. Ich erkläre euch, wie es geht. Damit haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Themen für heute abgearbeitet. Ich bin in der Vorbereitung für den Stammtisch morgen, freue mich auf das Steakessen. Ihr könnt ja, wenn ihr euch freut, natürlich auch unten eintragen und sagt, ich freue mich oder ich freue mich, egal wie. Aber nichtsdestotrotz den Kanal abonnieren, Glocke, Like und dann unten kommentieren, T-Shirt kaufen und Kanalmitgliedschaft. Business Class ist State of the Art und die beliebteste Variante. Damit haben wir alles jetzt abgearbeitet, ne? Und wir sind bei Minute 2,48. Da können wir auch schon das erste Thema abarbeiten, und zwar bei den Freunden von Aerotelegraph. Die haben zusammen mit dem Medienanalyseunternehmen Unicepta, das machen die jährlich, eine jährliche Analyse der beliebtesten Airlines veranstaltet. Das heißt also, man hat dort irgendwie Meldungen und alles Mögliche in den Topf geworfen, hat das geschaut, hat da dann nicht, wie die Freunde von, wie hießen sie nochmal, Skytrax, die dafür Geld nehmen, haben sie da einfach ohne Jury und so weiter geguckt. Und sie sagen, es wäre transparent, denn Jurys wären untransparent. Und ich bin mal gespannt, was die Ergebnisse sind. Jetzt geht es direkt auf die Gewinner. Und zwar Nummer 1 ist festhalten, Emirates Airlines. Ja, die haben +2 den Score verbessert. Air Asia den Score um 2 verbessert. Singapore Airlines den Score um 2 verbessert. Aber auch, also von 22 auf 23 mal logischerweise. Qatar Airways an 4 +3, Alaska auf +5, also um 5 Plätze hochgegangen. Und dann kommt irgendwann mal Eurowings, auch lustig. Die haben, was haben die denn da? Die haben sich zumindest um einen erhöht. Iberia, Turkish, Virgin Atlantic und dann auf 10 die Southwest Airlines. Also interessante Geschichte. Was gibt es dazu sagt, außer dass man 460 Millionen Medienquellen ausgewertet hat im Zeitraum 1. Juni bis zum 31. Mai 2023. Also das heißt über ein Jahr. Und da hat man halt wirklich alles rausgeholt. Twitter, Facebook, ich weiß nicht, wie es geht. Aber man hat auch wirklich 40 Airline-Marken in den öffentlichen Medien ausgewertet. Auch Zeitungen angeblich. Also ich finde das relativ cool. Die Lufthansa-Fluggesellschaften haben sich relativ unterschiedlich dort manifestiert. Wenn man sich das anguckt, ist es so, dass Eurowings die einzige ist, die unter die beliebtesten Airlines gekommen ist. Nachdem sich Lufthansa 2022 noch verbessert hatte, sind sie jetzt aber nur auf Platz 25 dieses Jahr. Austrian Airlines von 36 und Swiss auf Rang 34. Man hat sich zwar absolut gesehen mitunter leicht verbessert oder auch einfach nur leicht verschlechtert, egal wie man es sieht. Andere Fluggesellschaften haben sie in den vergangenen Monaten, und zwar 12 Stück an der Zahl, überflügelt. Sagt ihr, das ist etwas ehrlicher als die Freunde von, wie heißt das Ding nochmal? Skytrax? Oder sagt ihr, naja, also mit Emirates, ich weiß es nicht, Air Asia,
ist mir das alles zu sehr eine Mischung aus First Class Airline oder Premium Airline und dann mit einer Low-Cost-Fluggesellschaft. Also kommentiert unten. Habe ich heute eigentlich eine Frage des Tages gemacht? Doch, habe ich. Natürlich. Gott sei Dank. So, denn die Frage des Tages betrifft die nächste Fluggesellschaft, die wir hier abarbeiten wollen. Und das ist die Virgin Atlantic. Die Virgin Atlantic, die möchte den Umweltschutz zusammen mit Rolls-Royce sich auf die Fahnen schreiben. Und wenn sie eine niederländische Fluggesellschaft oder belgisch wären, würde man sagen, okay, das verstehe ich. Aber sie möchten 100% nachhaltigen Treibstoff, Transatlantikflug inklusive Fluggäste machen. So weit, so gut. Frittenfett. Ich sage nur Frittenfett. Und das ist auch irgendwie die Frage des Tages. Ist Frittenfett das neue Gold im Tank? Und ich erinnere mich noch an die Zeiten, das hatte ich irgendwie so gesehen als Versuch irgendwie oder so, wo Leute mit dem Golf und anderen Dieseltreckern durch die Gegend gefahren sind, sich Sonnenblumenöl bei Aldi geholt haben, weil das im Angebot war. Und dann auch Frittenfett. Und so roch es dann auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei den Triebwerken auch so dann ist, dass man quasi so eine Frittenfett-Duftfahne hinter sich herzieht. Wäre vielleicht was für Amsterdam. Da könnte man dann die neuen Flugzeuge auch mit Frittenfett betanken. Da hätte man da auch nochmal einen olfaktorischen Genuss. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man jetzt alles Mögliche ausprobiert hat mit SAF und so weiter. Die 3 Partner den ersten Transatlantikflug wollen mit Passagieren das Ganze dann gemeinsam durchführen. Und die beiden Triebwerke, weil es ist eine 787-9er, die Trent 1000er Motoren von Rolls-Royce hat, der soll hinfliegen mit Frittenfett und zurück mit normalem Sprit, damit man mal sagen kann, hey, wir haben heute billiges Frittenfett eingebaut, dann fliegen wir Kerosin, weil das irgendwo wieder günstiger war als Frittenfett. Oder heute ist nicht Donnerstag, wo Frittenfett ausgetauscht wird. Ich weiß es nicht. Also ich finde es spannend. Ich finde es auch leicht befremdlich, muss ich eher sagen. Ich denke mal, dass das doch interessant ist. Ich hoffe, dass der Geruch zumindest nicht so wie Frittenfett ist. Kontrolliert euch, wenn ihr unten schreibt, ob ihr das neue Gold Frittenfett gut findet oder ob ihr sagt, das ist doch Quatsch oder 1. April, wie kann das sein? Heute am 26. Juni in Deutschland jemanden die Hitze zu Kopf gestiegen. Was ist los? Was ist kaputt? Also unten schreiben, ich bin mal gespannt auf eure Antworten und dann können wir das Ganze direkt durcharbeiten. Ja, Qatar Airways, die haben auch die A380er wieder durchgearbeitet und Akbar Al-Bakr mag den A380 ja grundsätzlich eigentlich nicht. Mario und ich verstehen das nicht. Und man hat 10 Stück, hat aber davon 8 Stück, zumindest jetzt im Einsatz wieder. Er sagt, das Ding ist zu schwer, zu durstig, zu teuer in der Wartung. Warum haben die Bude damals dann gekauft und als neue Gold? Ich weiß auch nicht. Und dann habe ich heute übrigens auch noch mal irgendwo, war es auf LinkedIn oder so, habe ich gesehen, wie jemand einen Post noch mal geteilt hat aus gefühlt einem anderen Jahrzehnt. Und zwar war das Thema, warum sollte man in einen Airbus A380 investieren? Also quasi so, wie man in Schiffe investiert, kann man ja auch in Flugzeuge investieren. Es gibt ja diesen einen Doktor, ich bin mal gespannt, die haben wahrscheinlich mehr Verlust realisiert. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber ich habe auch Gott sei Dank nicht intensiv investiert und auch nicht unintensiv. Ich habe gar kein Geld da reingesteckt. Ich mache das ja nicht so wie Mario aus Liebhaberei, Lufthansa-Aktien kaufen, weil er beim Aktionärstreffen kostenlos ein Croissant haben möchte oder sowas. Naja, nun gut, auf jeden Fall hat man ja den Streik mit der Lufthansa, oder Streit ist es ja gewesen, Streik von Airbus, den Flugzeuge auszuliefern, Streit, weil es um die Farbgeschichten ging, dann auf die gute Bahn bekommen und dann ist ab 2021 der 380er wieder geflogen, weil die 350er ja gegroundet waren. Die 8 Stück, die von den 10 Stück geflogen werden, fliegen London, Paris, Sydney oder Perth an.
Die beiden, die noch geparkt sind, das sind die jeweils ersten Flugzeuge, die Qatar Airways bekommen hat. Das ist die Alpha 7 Alpha Papa Alpha und die Alpha 7 Alpha Papa Bravo. Die parken vor sich hin in Doha und diese beiden Flugzeuge, die sagt Al Barka, die kommen nicht zurück. Das ist so, zumindest das Stand jetzt, man weiß ja nicht, wie man sich da ändert. Ne? Das hat er ja auf der Paris Air Show vergangene Woche klargestellt gegenüber Journalisten. Im Laufe der Zeit will Al Barka die Flotte aber komplett auflösen. Das Flottenfinale der A380 bei Qatar Airways ist aber noch einige Jahre in der Zukunft. Und da gucke ich aus dem Fenster, wo ich denke, ich könnte es mal waschen. Zu viel Blütenstaub dran, aber das ist ein anderes Thema. Ja, da bin ich mal gespannt, denn trotzdem, dass man sich da wieder im Frieden mit Toulouse, Hamburg und so weiter befindet, also aka Airbus, hat man ja Boeing 777-9er im Angebot. Man hat auch ein was hatte man noch gekauft? Man hatte 737er MAX hat man geholt, da ist ja auch die erste irgendwie schon gekommen. Das ist natürlich kein Langstreckenflugzeug, weiß ich. Und ab 2025 kommen wieder die A350-1000er in größeren Stückzahlen, weil Boeing natürlich, weil Airbus natürlich da gesagt hat, wir verkaufen die. Aber er ist halt kein Fan der 380, der Herr Barka, und er sagt einfach, dass die Flächenstruktur der 380 können weitere 100 Tonnen Gewicht tragen. Es wäre besser gewesen, wenn sie die Flügel für das tatsächliche Gewicht des Flugzeugs maßgeschneidert und damit leichter gebaut hätten. Aber wie wir alle ja wissen, sollte es ja einen A380-900 geben und sogar eine Frachtmaschine, und dann wäre das mit dem Flügel halt das gewesen, was man gebraucht hätte. Also zukunftssicher. Nur, dass das Gewicht hat, ist natürlich unangenehm. Wir hören aber auch wieder Gerüchte vom Golf aus den anderen Richtungen, aus Dubai, wo man sagt, no, vielleicht mit EU, no. Also Sir Timothy Clark gibt da seine Heulerei, hätte ich fast gesagt, nicht auf, dass er der A380 nachrollt. Und wie wir ja wissen, wenn es solche Flughäfen gibt wie Amsterdam, wo es wirklich Kapazitätsengpässe oder Limitierungen einfach gibt, weil man den Flughafen nicht weiterentwickelt, dann kommt man um solche Flugzeuge nicht rum, wenn man sagt, dass die Leute immer mehr und mehr fliegen. Bevor ich damit jetzt weiter rumheule, gehen wir zum nächsten Thema, und zwar ist das Thema Accor. Ich weiß nicht, wer von euch bei Accor übernachtet. Ihr könnt das ja mal unten reinschreiben, wenn ihr Accor-Fans seid. Ich weiß zum Beispiel von unseren Kunden, dass wir da auch einige Accor-Hardcore-Fans haben. Es gibt jetzt einen vierfache Punkte bei ausgewählten Hotels bis zum 24. September, nicht Dezember, September, und bis August muss gebucht werden, dem 20. Die Punkte, die man mehr bekommt, sind natürlich auch sehr hübsch und sehr cool. Hotels, die teilnehmen, in Belgien wäre es in Gent das Adagio Access. Dann geht es über China weiter. In Estland hat man sogar das Hotel in Tallinn, Our Hub Hotel Tallinn, Handwritten Collection. Habe ich nie gewusst, dass es das gibt. In Deutschland gibt es das, jetzt weiß ich nicht, also ich schätze mal, dass das Münster heißt, weil da Munster steht. Wer bei der Bundeswehr war, kennt Munsterlager. Ich gehe mal davon aus, dass es Münster ist, das Novotel Münster City, und Singen, das Ibis Budget. Da war ich, glaube ich, sogar schon mal in Singen im Ibis Budget. Dann gibt es sogar auf den Malediven, im Male Dava Ihuru was. Und damit sind wir dann auch schon fast durch. Aber wer von euch in den Hotels übernachtet, kann vierfache Punkte kriegen, nimmt sie mit, kostet nichts und macht trotzdem Spaß. Wer auch Spaß macht, das ist World of Hyatt. World of Hyatt macht deshalb Spaß, weil die ihre Hotel-Affiliations oder Affiliation, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sonst sagt, oder Verbrüderung. Ne? Auf jeden Fall kooperieren sie jetzt auch mit Linda Hotels. Die sind ja auch irgendwie auch fast alle buchbar. Ich glaube, außer Sylt macht da noch immer so ein bisschen Malesche. Wichtig ist aber, dass der geneigte Hyatt-Jünger damit weiß, dass es einige Hotels gibt, die keine Klimaanlage haben. Ne? Ist nicht Brand Standard, nur so als Hinweis. Aber es ist so, ihr könnt jetzt Punkte kaufen. Und zwar ist es so, dass bei der Promotion, wenn ihr Punkte kauft, kostet so ein Hotel zum Beispiel, nehmen wir einfach mal was von der Kategorie 1. Also Kategorie 1 bei Hyatt kostet im Schnitt 5.000 Punkte. Wenn es Off-Season ist, sogar nur 3.500. Wenn es
6.500 kostet in der High Season, dann könnt ihr sehen, dass ihr eine Preissprengung habt, wenn ihr die Punkte kauft zwischen 62 und 114 Euro. So, das nur so als Maßgabe. Wenn ihr dann schaut und das Hotelzimmer mehr kostet, und ich habe das auch schon mal gesehen, da kostet das Hotel zum Beispiel Lindner Hotel Berlin-Kudamm oder Lindner Hotel Köln am Dom, City Plaza in Köln, Düsseldorf Seestern, Frankfurt Höchst, Frankfurt Sportpark. Ich weiß gar nicht, warum ich heute Sprachstörung hatte, schon auf dem ersten Video. Ich soll mal wieder Alkohol trinken. Leverkusen Bay Arena und das Me and All Hotel in Ulm oder auch das Lindner Hotel Bratislava und Antwerpen. Das ist Kategorie 1, eigentlich die beste Kategorisierung bei Hyatt, weil es niedriger gar nicht geht. Bei Hyatt zählen ja auch die niedrigsten Punkte, egal wie, als Stay. Wer also einen Status mit 60 Nächten auf Punkten für 3.500 gerubbelt hat, Globalist, kein Problem. So, gehen wir jetzt hin und kaufen die Punkte. Dann ist es so, dass wir da eine Preisspanne haben von 62 Euro. Und da könnt ihr halt gucken, wenn ihr die für 62 Euro kauft und für 6.500 übernachtet, wie ich eben sagte, dass ihr da wirklich Geld sparen könnt. Oder in der Kategorie 2, da ist es nämlich 6.500 in der Low Season. Dann in der normalen Season sind es 8.000 und 9.500. Da könnt ihr auch dann wirklich schauen, sind 114 Euro. Da sind einige dabei oder auch in der Kategorie 3. Und damit könnt ihr dann immer schauen, ob sich dann die Punkte vielleicht doch lohnen zu kaufen. In dem Fall würde ich sagen, lohnen sie sich schon, weil wenn ich jetzt das Hyatt am Frankfurter Flughafen anschaue, ist eine Kategorie 1. Und da habe ich jetzt über 100 Euro bezahlt zum Beispiel. Ich hätte mit 3.500 Punkten wesentlich weniger bezahlt. Hätte ich nochmal 40 Euro gespart. Hätte man machen sollen. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Also ihr versteht das Prinzip, wer Punkte kaufen will. Wie immer natürlich der Hinweis, macht es nur, wenn ihr einen Use Case habt. Nicht einfach nur aus Spaß an der Freude. Und nun sind wir schon bei dem letzten Deal, den ich euch bringe. Das ist der Dealzone-Deal. Der geht von Prag aus in der Business Class nach Delhi respektive nach Zürich über Zürich nach Delhi. So, könnt ihr mit der Lufthansa und mit der Swiss machen. Und dann gucken wir uns das Ganze direkt nochmal schön an. Hier haben wir das Ganze zum Teilen. Share Screen, da ist es. Der Deal ist logischerweise in der Buchungsklasse P, 1.499 Euro. Buchungsklasse P heißt, dass man dort eine Nacht von Samstag auf Sonntag verbringen muss. Und maximal ist das so, dass man dort, ich glaube, 6 Monate Aufenthalt hat. Buchungsklasse P gibt leider nur 100% an Meilen, aber ihr seht die Entfernung. Das sind 253 Meilen nach Frankfurt und dann 3.810. Ich weiß gar nicht, warum hat er das nicht gemacht. Gucken wir mal, ob wir das mit dem Dings hinkriegen. Jetzt hat er es gemacht. Da seht ihr es, 253 sind es nach Frankfurt, 318 sind es nach Zürich und dann nochmal 3.810 im Vergleich von Frankfurt nach Delhi zu 3.828 Meilen. Wenn man jetzt bei Where to Credit guckt, da habe ich natürlich wieder einen Fehler gemacht, aber das ist kein Problem. Wir haben es direkt gefixt, weil ich das von gestern einfach übernommen hatte oder vom letzten Mal. Und da klicken wir noch einmal drauf, dass wir alles ordentlich haben. Seht ihr das 20.267 Meilen bei Air China, 18.780 bei Miles and More. Das ist natürlich jetzt über Zürich geroutet. Wenn man dann SAS Scandinavian Airlines sieht, dann sind das 17.680. Ihr seht, es geht einmal runter, aber lustigerweise die Freunde von Air New Zealand sollen angeblich 17.234 Meilen kriegen. Ihr seht es ist wie immer spannend. So, damit haben wir das Thema abgearbeitet und kommen nochmal zur Frage des Tages. Ist Frittenfett das neue Gold? Heißt also, wenn ich zu Hause Fritten frittiere, mache ich, wenn ich auf dem Balkon das mache oder ich mache das draußen im Garten, sollte man dann den Rest aufbewahren, vielleicht versuchen zu verkaufen als neues, ja, das Kerosin. Da bin ich mal gespannt, was ihr unten dazu sagt. Auf eure Kommentare bin ich gespannt und bin da interessiert. Jetzt ist übrigens der Moment, wo ihr Likes machen solltet und wo ihr den Kanal abonnieren solltet und nochmal kommentieren solltet, dass wir das alles ordentlich dokumentiert haben. Ja. Jetzt 2046, jetzt gehe ich auf eure Fragen ein.
Und dann gucken wir mal, wer alles da ist. So, hallo Bernhard, hallo Stadtbär, hallo Matthias und dann haben wir den Frank. Hallo zusammen aus Bremen. Zur Info, die Sendung war schön mit Impressionen vom finnischen Meerbusen, glaube ich zumindest. Nee, das war, naja gut, im weitesten Sinne war das der botnische Meerbusen, das ist richtig. Dann hallo Jörg, hallo Sven. Und natürlich Travel-ID-Werbung vor der Sendung. Wir haben morgen ja auch ein Lufthansa-gesponsertes Event, deshalb passt das. Wobei wir aber keinen Einfluss haben auf das, was du siehst. Wenn du zu viel in irgendwelchen Sachen gesucht hast, dann kann es auch sein, dass du andere Sachen angezeigt kriegst. Liegt an deiner Suchhistorie. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen. Dann hallo der Herr Johann. Dann hallo Roland, hallo Thomas. Dann haben wir Cheapshot, einmal Ayo. Knoblauchbrot, ja, morgen haben wir alles Steak, da gibt es volles Programm. Dann hallo Thorsten, hallo Sanjoy und nochmal viel Spaß mit deiner Business-Class-Mitgliedschaft. Du hast jetzt mehr Platz und mehr Komfort bei uns. Ja, so ist das. Roland. Ich bin ca. 200.000 Kilometer in meinem ehemaligen Dieselauto mit verarbeiteten Altspeicher. Das war super. Wieso sollte es nicht auch mit Flugzeug funktionieren? Ja, ich weiß noch nicht, wie das mit dem Geruch dahinter ist. Also ob man da nicht so eine Farbe... Also ich meine, ich hätte Frittenbuden vor mir gerochen und keine gesehen. Insgesamt, ja klar, kann man fahren. Habe ich keine, also kein Thema. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man mit dem Frittenfett da... weiß ich jetzt nicht. Wäre mir zu heiß, um es mal so zu sagen. So, nee, glaube ich eher nicht, dass die A380er an Emirates gehen. Abtrip, kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen. Ich nutze die gar nicht. Also ich habe Tripit, ich habe, was habe ich noch? Tripit, Up in the Air. Tripcase, glaube ich, hat Sven irgendwie ausgegraben nochmal. Das sind die Programme, aber Abtrip ehrlicherweise nicht. Können wir aber noch mal gerne auf dem Stammtisch besprechen, ja. Hyatt in Washington war sehr gut, habe eine Unit Suite als Mehrwert bekommen. Ja, sehr gut, so muss das sein. Die Suiten machen Spaß. Wenn alle Flieger mit Frittenfett unterwegs sind, fällt es auch nicht mehr auf, wenn die Pommesbuden am Flughafen länger geöffnet haben. Auf meinem Balkon habe ich einen Logenplatz mit Geruch. Ja, das ist so. Also im Prinzip ist das so dann, wenn du aber ich habe das nicht gerochen bei der S-Bahn in Berlin am Flughafen, also quasi die Currywurst. Das roch nicht nach Frittierfett. Ich habe immer das Gefühl, es riecht nach Frittierfett, wenn das Fett alt ist. Also insofern. Oder man hat ist das Palmin? Oder ihr habt kein Palmin benutzt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein Traumata von, weiß nicht für wie viele Jahrzehnten her, wo ich hinter jemandem hergefahren bin und es roch halt. Das ist so meine Assoziation. Dann Hallöchen, New Gadgets. Ja, schade. Du bist aber, glaube ich, unterwegs. Also insofern bist du entschuldigt. Insofern viel Spaß, was du tust. Beim nächsten Mal gerne. So, damit haben wir alle abgearbeitet. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Morgen wieder eine Sendung, die voraufgezeichnet ist, weil morgen Abend werde ich einfach Steak essen, werde mich unterhalten. Mal gucken, ob Kai kommt von Lufthansa. Grüße an dieser Stelle, Kai. Vielleicht sehen wir uns morgen ja auch vorher nochmal. Ansonsten bin ich morgen ab 8 Uhr irgendwas, glaube 9 Uhr in Frankfurt und werde da noch ein paar Themen machen, werde ein bisschen was videomäßig machen und dann schauen wir mal, was wir machen. Also, danke euch, bis morgen, viel Spaß, ich freue mich. Kanal abonnieren, Glocke, Like, kommentieren, Kanalmitgliedschaft, T-Shirt kaufen und bis morgen. Also, bis dann, ciao. Bin jetzt raus. So.